probieren, aber ich tue nicht und klopfe an jede Tür und bekomme keine Wertschätzung. Diesen Mehrwert kannst du gar Ja. nicht erklären, verstehen. Schockbild, total fremd. Das ist die erste, mit Abstand wichtigste Frage. Wie soll ich das essen? Aber was ich sagen muss, es gibt schon wirklich Leute, die offen sind, neugierig sind und die gewinnen, weil sie einfach Mut haben zum Probieren. Hallo ihr Lieben, wir sind hier im wunderschönen Birbucha, wie ihr sehen könnt. Und ich habe die wundervolle Ella vor mir und den wundervollen Ted. Und gleich machen wir halt ein kleines Interview. Und ich bin gespannt, wie ihr es findet. Und schreibt irgendwie, wenn ihr Fragen habt oder so in den Kommentaren, die kann ich Ella und Ted bestimmt hinterher nochmal schicken. So, dann wollen wir mal anfangen. So, ihr Lieben, ich habe hier ein paar Fragen für euch vorbereitet und ich bin super gespannt. Das sind persönliche Fragen, es sind aber auch Fragen von Followern, die dann halt einfach geschrieben haben, so was Ja. sie auch gerne wissen wollen würden. Wie ist Birbucha entstanden? Schöne Frage. Ja. Also erstens ist Birbucha vor 8 Jahren entstanden, ja, 2015. Es hat so angefangen, dass Ted hier aus USA gekommen ist, meinetwegen. Ja. Also eine schöne Liebesgeschichte und war in den USA schon, aber das kannst du selbst jetzt erzählen. Ich war ein Chefkoch und ich habe ganz viel Fermentationsprojekte gemacht. Und ich bin beschäftigt mit Kimchi, mit Sauerkraut, mit Gurken, mit diesen Sachen seit 1980er. Aber eigentlich schon früher, weil Ja, wir beide aus aber Polen früher, kommen. ja. Und natürlich sind wir mit fermentierten Lebensmitteln aufgewachsen. Das heißt, für uns ist das ein Lebensstil, eine Esskultur, die wir kennen vom Zuhause, Von sowohl Polen, ja. Tadeusz wie Ja. ich, Ted und ich. Und natürlich, als er hierher gekommen ist, wo er in den USA schon viel zu Hause fermentiert hat, Und das merkten wir, das ja, war auch in dieser Zeiten Fermentation war ganz groß in drüber in den USA. Staaten. Ja, Ja, genau. mit Kombucha, Ja. mit fermentiertem Gemüse und andere Sachen. Genau. Und hier haben wir festgestellt, Mensch, irgendwie, wir bekommen nicht das, was wir brauchen, also müssen wir sowieso für uns selbst machen. Und so haben wir in der Phase der Überlegung, was wir hier überhaupt machen in Berlin, beruflich als Neustart, haben wir natürlich für uns schon angefangen zu fermentieren, also zum ersten Mal mit Kombucha, weil es hier kein Kombucha gab, außer, glaube ich, Carpe Diem, ja, auf dem Markt, also war Das war aber auch nichts mehr, natürlich. Ja. Richtig. Pasteurisiert, Und, ja. genau. ja, und dann natürlich kamen so die ersten bekannten Leute, ne, und kam schon so, was ist das? Das wollen wir auch, was ihr trinkt und erzählt mal ein bisschen und macht mal doch mehr. Und da dachten wir, Mensch, irgendwie, Gastronomie wollen wir nicht, aber wenn wir sowieso das für uns machen müssen und wollen, dann vielleicht sollen wir doch anfangen. Irgendwo muss jemand irgendwann anfangen, ja, wirklich gute Fermente zu machen. Ja, und 2014 haben wir gedacht, ja, ich glaube, das wäre eine Idee für uns. Und gewagt, aber why not? Ja, und so haben wir angefangen, ne? 2015. Tadeusz hat sich verlaufen, hat dieses Objekt gefunden, wo wir jetzt sitzen. Er hat sich noch in Berlin gar nicht, also wusste gar nicht, wo er ist. Ich habe ihn zur Post geschickt und hatte dieses Objekt gefunden und sagte, du, das ist, glaube ich, was für uns. Also 15 Minuten von uns entfernt. Und es hat uns angesprochen, hat alles soweit gut geklappt, auch von den Räumlichkeiten, wo man natürlich auch in Berlin nicht so einfach ist, so Räumlichkeiten Mit zu Küche, finden, die ja. bisschen, wo die Küche größer ist. Ja, und dann eigentlich haben wir gesagt, Mensch, wie nennen wir das? Also fermentieren ist nicht bekannt, Kombucha ist nicht bekannt, Fermenterei, alles too much, too much, too much. Also, ja, wie willst du das also benennen überhaupt? Ja, und dann natürlich Kombucha Café war schon so eine, sagen wir, Benennung, wo wir sagten, gut, also Café als Ort, wo wir wollten natürlich auch die Leute haben halt. Ne? Ja, und so haben wir eigentlich angefangen, auch nicht nur mit Kombucha, sondern auch mit Küche. Und dann im Laufe der Jahre haben wir quasi den Profil so speziell gemacht, so enger gemacht, so wie wir das eigentlich wollten. Das heißt, wir sind
jetzt, heute 2023, dort, wo wir eigentlich schon 2015 sein wollten, vom Konzept her. Ne? Ja, Aber wir mussten mit einfach, Fermenten nur. genau, aber Ja. wir mussten natürlich so ein bisschen den Menschen mehr Möglichkeit geben, damit sie einfach sich trauen, wagen, kennenlernen. Deswegen mussten wir so ein bisschen Umwege gehen. Ja. Und ich glaube, das war doch eine ganz gute Idee, das so zu machen. Ich denke auch, also hier, wo ihr jetzt quasi seid, das ist ja wunderbar und es dauert halt besonders. Es dauert. Es dauert. Ja. Es dauert. Ja, Ja. ja. Ja, es dauert. Also das waren so die ersten Schwierigkeiten, so, wo der Deusch dachte, na ja, das ist doch, muss doch so, die Leute sind bestimmt neugierig und. Ne? Ja, genau. Und natürlich musste ein bisschen andere Erfahrung machen, aber ja, ich meine, es sind Anfänge und die waren nicht einfach, das will ich nicht sagen, die waren nicht einfach und wir sind auf die Märkte auch gegangen und dann wieder nach 2-3 Stunden eingepackt und wieder zurück, weil ich einfach hier das hatte, ja, also mit diesen Betteln, dass man wirklich kostet und dann nicht Dankeschön oder auch toll, sondern einfach, nö, mache ich nicht. Ja. Es war unangenehm einfach und es war ja sehr anstrengend halt, ne? Und deswegen haben wir das den anderen hinterlassen, die auch dann nach uns gekommen sind mit Kombucha, ne? Die einfach junge sind, die vielleicht leichter sind, die vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht denen das auch mehr liegt. Naja, gut, aber das. Wir haben das auch probiert und auch dann probiert, sie machen das nicht mehr. Und die machen das natürlich auch die Art nicht mehr. Ne? Aber das war natürlich, muss man sagen, vor 8 Jahren. Ja, Ja, aber ich glaube, es ist halt, man fermentiert, man weiß halt, dass es gut ist, man merkt, dass es sich gut anfühlt und wir sind halt auch keine Marketingleute, die dann halt so eine dicke Haut haben, jedes Mal, wenn Leute sagen, warum ist das so? Das macht auch was mit einem. Absolut. Und dann fragt man sich halt auch so, why, so, warum sollte ich dir das jetzt zeigen, wenn ich mittlerweile, dass man halt einfach, mittlerweile merkt man halt auch schon, wenn man den Menschen anguckt, wer ist jetzt wirklich offen dafür. Man nimmt sich die Zeit, man nimmt sich die Liebe, man teilt eine Leidenschaft, wo dann halt auch so Kindred Spirit, dass da halt auch so ein Funke irgendwie ist, dass der andere das versteht. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Und dieser Vertriebsweg war wirklich schwer und eines Tages, wirklich, glaube ich, nach 2 Jahren haben wir gesagt, also ich hauptsächlich, ich mache keinen Vertrieb mehr. Ja. Ich mache es nicht. Ja. Wenn Menschen wirklich Interesse haben, dann kommen sie zu uns und sie nehmen sich Zeit, sie können das kennenlernen, wir können das ihnen erklären, sie können probieren, aber ich tue nicht und klopfe an jeder Tür und bekomme keine Wertschätzung, keine Zeit, kein wirklich Interesse, weil dann ist die Frage, wie teuer ist das? Ja, genau. Und schon ist das Gespräch einfach vorbei. Genau. Und es ist wirklich, das war wirklich sehr harte Zeit. Auch Restaurants, die wirklich Kombucha überhaupt nicht kannten, gar nicht offen waren, auch was qualitativ wirklich handwerkliches, Lokales und gar nicht so wirklich offen hatten, das sich anzuhören, zu probieren, wo wir sagen, Mensch, nimm doch 10 Flaschen. Wenn es nicht geht, das ist so tolle Alternative zum Wein. Ne? Ja. Zu viel, nein, ich dann weiß wollen nicht. sie das alles geschenkt bekommen. Geschenk. Und irgendwann und wir haben gesagt, das sind wir nicht. Wir wissen, was wir herstellen. Ja. Und da müssen Sie andere Leute ansprechen, die vielleicht industrielle Ware herstellen. Ja. Aber wir schmeißen nicht die Perlen vor den Säulen und machen das einfach nicht. Und haben wir uns tatsächlich auf unsere Fermenterei ausschließlich fokussiert. Ja. Obwohl wir immer wieder sagen, wenn jemand unser Produkt will, kann er zu uns kommen, kann er nehmen, das, was er will, und die Erfahrung machen. Ja, also wir haben nie gesagt, wir geben unsere Produkte nicht. Ne? Wir haben Produktenlinie, die wir wirklich zur Verfügung stellen. Nach wie vor, wenn Interesse da ist. Ja. Und hier, wir können erklären die Leute, wie unsere Produkte gemacht sind, warum sie gemacht sind in dieses Weg. Und wir haben ein besseres Kontakt mit unseren Kunden. Ja. Und wenn die Produkte stehen nur am Regalen mit vielen anderen Produkten, dann kannst du nicht
erklären. Also diesen Mehrwert kannst du gar nicht erklären, verstehen. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass die Menschen sehen, wer steht hinter diesen Produkten, ja? Wie wird das hergestellt? Weil gewisse Dinge, es kann toll schmecken, aber bei meisten ist die Transparenz der Herstellung nicht wirklich gezeigt. Ja? Und das erfahren wir immer wieder. Ist das, was die Menschen oft uns vermitteln wollen? Man schmeckt euch in euren Produkten. Und ich meine, wie kannst du das besser sagen? Es ist ja auch in der asiatischen Kultur, außer jetzt beim Kimchi wegen den Chilis, da würde ich halt tatsächlich auch gucken wegen Hantu, aber sonst gibt es, also im Thailändischen heißt es Fimu, das heißt das Geschmack des Handes. Und ich glaube, im Chinesischen war es Nokmam. Es ist dieser Geschmack, warum schmecken manche Sachen, was nur Oma so machen kann, was diese Generation überall, es sind auch die Biome, die an den Händen dran sind, die dann halt dementsprechend das berühren und ohne das gibt es nicht dieses gewisse Etwas, diese Essenz von der jeweiligen Person. Du kannst zum Beispiel mit Kombucha 2 Leute mit dasselbe Wasser, dasselbe Tee, Zucker, selbe alle Sachen und dann in dasselbe Raum 2 Gläser und die Kombucha schmeckt anders, ganz anders. Das haben wir wirklich gemacht als Experiment. Person. Schmeckte ganz unterschiedlich von uns beiden. Ja? Und das ist das, was du sagst, irgendwie Handwerk. Ja, mit jedem Produkt sind wir verbunden. Wir haben die Zeit, wir geben uns die Zeit. Wir sind dabei. Das ist nicht etwas, wo dann er knetet, der andere macht das und der dritte macht das und das. Das kommt in die das Maschine. Ist, genau. Und das ist natürlich, sonst glaube ich, könnten wir selbst das nicht essen. Ja, genau. weil man den Anspruch auch selbst dann hat. Wenn man selbst kocht und alles eigentlich, wir kochen alles und machen alles für uns, dann natürlich klar, man will das Fühlen richtig, spüren richtig, ne? Die Essenz. Ich habe vor kurzem, hat nichts damit zu tun, aber ich habe vor kurzem auch gesagt, wir gehen nicht essen. Und ich müsste jetzt mit meinem Bewusstsein denjenigen sehen, der für mich kocht. Ja, das hätte ich noch vielleicht vor 4 Jahren nicht sagen können, aber das ist, wenn Essen für dich nicht nur Nahrung ist, sondern Energie auch, dann willst du sehen den Menschen, seine Einstellung zu dem, was er tut, macht er das mit Hingabe? Macht er das nicht mit Hingabe? Macht er nur seinen Job? Ja. Und das natürlich, das ist das, was was für uns Qualität bedeutet, aber natürlich auch die Hingabe zu dem, was du machst. Ne? Ich meine, unsere Zeit, sage ich jetzt mal, auf der Erde ist ja auch limitiert und warum dann halt nicht jeden Moment davon, dass es dann halt was von Bedeutung hat. Und es gibt auch nichts, das sage ich auch immer wieder, was uns mehr berührt, literally, als Essen. Es geht das ist ja das, was uns die Kraft gibt, irgendwie voranzukommen und da es ist einerseits halt natürlich die Qualität der Nahrung, aber auf der anderen Seite die Energie, die halt einfach auch da reinkommt und der Geschmack und die sensory experiences, die man dann irgendwie davon hat. Und aber auch natürlich, weißt du auch, ich komme nicht aus der Branche, also Tadeusz kommt aus der Gastronomie, er hat mit 6 Jahren angefangen zu kochen schon, ich nicht und ich weiß, als wir uns kennengelernt haben und er hat für uns gekocht, und er hat mich nie gefragt, ob ich ihm helfen kann. Das heißt, ich habe immer gewartet, bis er das Essen vorbereitet hat. Und ich habe irgendwie mir nicht getraut, ihn zu fragen, warum ich nicht mitmache bei der Vorbereitung. Ne? Und ich wollte mir auf diese Antwort selbst auf diese Frage selbst die Antwort geben. Warum fragt er mich nicht, ob ich was mitmache? Und dann habe ich 4 Tage oder 5 Tage gebraucht, und dann kam die Antwort und die war, ich habe das einfach automatisch gemacht. Ich habe einfach, wenn ich geschnitten hätte, hätte ich geschnitten, hätte ich gar nicht daran gedacht, was ich mache, so richtig nebenbei, gequatscht und so. Und er macht das immer in totaler, das ist wie eine Meditation, weißt du? Und als ich ihn beobachtet habe, dann kam die Antwort. Und dann habe ich ihm das gesagt und hat gesagt, jetzt kannst du mit mir kochen. Ja, und das war so für mich totaler Durchbruch, weil ich hatte keinen Bezug
zur Nahrung, so wirklich, ja. War für mich so, okay, dann machen wir das halt, ne? Dann macht man was. Aber das hat mir gefehlt. Er hat mir das nur vorgelebt. Weißt du, ohne Worte. Ja. Und da sehe ich täglich, wie er kocht, wie er die Nahrung macht. Diese Hingabe, die kein Ende hat. Die fängt an, indem er einfach das anfasst und dann zu Ende macht. Ja. Ja. Und das ist so, es ist schön, weil man durch Vorleben lernen kann und nicht durch Dinge, die man irgendwie ja, gesagt bekommt. Ja, also lokale Produkte, ja, wir arbeiten viel mit Freunden. Wie zum Beispiel haben wir jetzt Quittenessig, wo Quitten von unserem Freund kommt, Honig, der auch von unserem Freund kommt, Holunderbrause, Beeren von anderem Freund, ja, Äpfel, die wir selbst pflücken, bei unseren Reisen auch nach Polen oder wie auch immer. Ja, auch natürlich hier haben wir so Adressen, wo wir die Produkte, also quasi Gemüse bekommen. Das schon, aber das ist schwierig. Das ist wirklich nicht viel einfach. Gute Produkte zu finden. Ja. Das heißt, wir haben so mittlerweile schon Kontakte, wo man uns die Produkte bringt, aus bestimmten Quellen halt, ne, wo wir wissen, woher die kommen auch, ja. Aber es ist schon eine Herausforderung, weil bestimmte, sagen wir, Quellen dann wieder nicht mehr da sind, nicht mehr vorhanden sind, ne, muss man immer wieder gucken, schauen. Aber das endet nicht nur bei den Suche nach Gemüse, sondern die Nachhaltigkeit geht weiter. Ne? Sprich, wo fermentieren wir, was benutzen wir, was passiert mit dem zum Beispiel Tee, wir benutzen so viel Tee. Ja, einerseits das, aber es ist, glaube ich, halt auch diesen Circle, ich finde das auch total schön, weil es gibt keinen besseren Dünger als Scobies. Also Scobies oder dann halt zum Beispiel von Quass, die von rote Quass, das Gemüse davon. Ich habe jetzt vor kurzem, es ist noch ein Experiment, Nuka-Suke, sagt euch das was? Das ist eine japanische Methode, Lactofermentation zu machen in einer Nacht. Also man hat quasi Weizenspreu, das ist auch vom Weizen oder Getreide und das also man züchtet das dann an und dann vergräbt man wie im Garten das Gemüse da rein, was man halt machen will und am nächsten Tag ist es komplett laktofermentiert und man kann es zu seinem Essen, es ist einfach eine extrem schnelle Art, es schmeckt auch gut, je nachdem, was man in diese Erde tut, kann man alles nochmal schicken. Nur jetzt experimentiere ich, weil ich trinke auch unfassbar viel Grüntee, dass ich halt mit den Grünteeblättern, die schon ihr Leben gelebt haben, entweder als Kombucha oder als bei meiner Arbeit, dass ich diese Teeblätter nehme in das Nuka-Suke, um da Lactobacillus zu generieren, um mein Gemüse zu fermentieren, dass sie da eventuell auch einen leichten, dieses Tartness von dem Teegeschmack in dem Lactoferment haben. Aber ich experimentiere noch. Vielleicht geht es ganz schief. Man muss probieren. Sachen, Also wir fermentieren auch, weil jetzt fällt mir das ein, was du sagst. Wir haben auch ein Ferment, das heißt geräucherte Sauerkraut, den wir mit Teeblättern fermentieren halt. Mit Lapsang Souchong. Mit Lapsang Souchong halt, ne? Also das ist auch so eine... Und das ist unsere... ein Ferment, das kommt vom Kombucha. Genau, verbindet quasi die Produkte Kombucha auch. Und unsere Gemüse. Ja, genau. Schmeckt auch, hat so eine feine geräucherte Note, ne? Die schon sehr gut ankommt so bei Kunden. Ja. Aber es ist ja auch vor allen Dingen, dass schon bei fermentiertem Gemüse oder bei Lactofermentation, dass es da auch zum Teil mehr hilft, etwas, ich glaube, tanninhaltiges, entweder Fig Leaves oder dann halt Teeblätter. Deswegen, wir haben auch unsere Rotkohl, das ist mit Kombucha-Essig gemacht und das ist immer knusprig. Knuspriger. Immer. Das ist nach einem Jahr immer noch knusprig. Durch die Tanninen vom Kombucha. Kombucha-Essig, Und das ist so wichtig, weil manche mögen knusprig, obwohl es lange fermentiert ist, trotzdem knusprig. Und manche mögen diese weichere Varianten halt, ne? Ja, das stimmt. Das ist so... Aber ich denke,
wenn es dann halt irgendwie, dann produziert man das, was man am liebsten selbst mag und ihr seid halt an der knackig knusprigen Front, wo ich definitiv auch bei euch stehe, persönlichen Geschmack jetzt. Ja, sowohl als auch, weißt du, weil das ist natürlich klar, man guckt, was man selbst mag, ne? Ja. Aber natürlich im Laufe der Zeit haben wir schon, sagen wir, Linie zusammengestellt, wo immer wieder neue Fermente dazu kommen, aber die sind dann saisonal und nur bestimmte Zeit. Aber es gibt solche, die wirklich immer gemacht werden, weil die Leute natürlich wollen die auch bekommen. Ne? Sie wollen nicht jeden irgendwie zweiten Monat ganz neue Fermente haben, ne? Sondern die gewöhnen sich an gewisse, etwas, dass sie wissen. Dass sie wissen, wie es schmeckt. Also natürlich, das ist... Wir haben manche Leute, sie kommen nur für verschiedene, ein Ferment. Ja, genau. Wie unsere, zum Beispiel Blumenkohl indisch oder Kimchi. Und die sind natürlich so wie bei Kombucha, die kaufen nur eine Sorte. Ja. Und natürlich hast du Leute, die natürlich immer wieder Neues wollen. Ja. Und das decken wir beides. Ja, ich würde gerne gleich nochmal zu eurem Ferment kommen, aber was das hatten wir, glaube ich, am Anfang unseres Gesprächs. Was war euer erstes Ferment, was ihr gemacht habt? Wahrscheinlich dann auch Kombucha. Vom Gemüse oder Kombucha? Das ist, ich glaube, beides. Kombucha war unser Klassik. Ja. Und das ist bis jetzt, nach 8 Jahren, das ist unsere eine meistverkaufte Sorte. Ja. Die meistverkaufte, also eigentlich Number One. Und das war die schwierigste Sorte. Wegen normalerweise Leute machen Kombucha mit Säfte, mit Obst und diese Sachen. Und jede Sorte von uns kann eine Klassiksorte sein. Ja, genau. Jede Sorte ist nur Tee drin. Und dann deswegen für Klassik, Klassik ist eine Mischung aus 4 verschiedenen Tee. Also Blend. Ja, ein Blend. Ja. Und das ist anders als unsere andere Sorte. Aber das ist total gut. Ja. Weil die meisten nehmen dann halt entweder einfach nur irgendwie Darjeeling oder entweder irgendwie so Sencha. Wir haben Darjeeling als eine Sorte. Wir haben ganz viele, wir haben ungefähr 20 Sorten von Kombucha. Und aus diesen 20 Sorten, 5 sind mit Kräuter gemacht und 15 sind mit nur eine Sorte von Tee gemacht. Ja, unterschiedliche Kultivars von Tee. Vom weißen Tee bis grüne Tee, weiße, grüne Oolong, gelber Tee, Rottee, Schwarztee. Und Pur. Und Pur, ja. Pur ist schon... Ja. Ist schon eine League für sich. Ist auch gar nicht so aber das nicht. Aber mit einer guten Pur-Sorte kann auch gut schmecken. Schenk oder schon? Schenk. Schenk? Schenk und 2016 aus über 200 Jahre alter Bäume. Das musst du gleich trinken. Ja, gerne. Das ist ganz anders, ja. Und vom Ferment, was vom war Ferment, das? Ich glaube, das war Superkraut. Superkraut. Ja, das war eine, ich wollte etwas machen, was Leute kennen, wie Sauerkraut, aber etwas ein bisschen anders, ein bisschen besser. Und das war unsere Sauerkraut mit rote Paprika, mit Blumenkohl und Möhren gemacht. Ja, also so auch ein Blend. Ein Blend, und das ist auch ganz populär. Ja, das stimmt. Und Zitronen, glaube ich, ne? Zitronen auch, ja. Also die mediterrane eingelegte Zitronen in diesem Fall, die bei uns so ein Jahr eingelegt sind, genau mindestens, die waren auch. Obwohl viele, am Anfang, weil so viele kamen hier und sagten, sind das Kartoffeln? Nein, das sind Zitronen. Ja. Und jetzt freut man sich total, wenn die Leute so kommen und selbstverständlich Zitronen bestellen, ne, kaufen. Ja. Also diese Selbstverständlichkeit, wenn man die erfahren hat, die es nicht gab am Anfang, ne, die erfreut einfach halt, ne, dass die Menschen einfach das schon kennen, schätzen, wissen, wie sie das anwenden. Ne? Ja, das weil das ist auch oft, was macht man denn damit? Oder wie
also das sind halt Fragen, die ich dann bekomme. Okay, Yves, ich habe jetzt dieses Ferment, aber was mache ich damit? Was mache ich mit laktosfermentierten Zitronen? Habe ich auch gesagt, ja, schneidet euch ein Stück mit Sprudelwasser zum Beispiel. Aber es ist doch salzig. Ja, es ist aber auch lecker. Ja, aber das ist die erste, mit Abstand wichtigste Frage, die alle hier stellen. Ja. Wirklich, wie soll ich das essen? Und ich habe schon jetzt gesagt, wir müssten eigentlich, weiß ich nicht, ein Buch schreiben, wirklich nur, wie esse ich das, aber wir haben dafür keine Zeit. Ja. Aber tatsächlich ist es bei Menschen, die wenig kochen generell, ist es schwierig, sich vorzustellen, wie kann ich das essen, womit kann ich das kombinieren, wozu. Ne? Und das ist natürlich auch nicht einfach zu erklären so. Wir haben tatsächlich Phase gehabt, wo wir ein bisschen mehr noch Zeit hatten, weil wir weniger Produkte gemacht haben. Und da haben wir so etwas wie angeboten wie probiotische Salate. Mit unseren Fermenten und vielen anderen Zutaten, dass die Leute wirklich auch Leute, die jetzt säuerlich nicht vertragen so gut am Anfang und sagen, oh, es schmeckt mir nur säuerlich oder wir haben das wirklich in so schönen Kompositionen gemacht, wo die Menschen essen konnten und feststellen konnten, wow, das ist ganz lecker. Ich habe diese säuerlichen Noten, aber nur im Hintergrund. Und das schmeckt aber viel besser mit dem, wenn das drin ist. Und wow, was für eine Idee. Und das war wirklich, sagen wir, da waren wir noch ein bisschen vor der Zeit. Also ist sehr anstrengend, ja, und dann haben wir gesagt, also jetzt finito, jetzt schaffen wir das einfach halt nicht, ja, aber die natürlich die Möglichkeit hatten, das zu essen, haben uns noch nach 2 Jahren angerufen, wird es noch diese Salate, ich sage, freue dich, dass du die Chance hattest, die zu essen, die gibt es nicht mehr, ja. Ja, und wir essen das selbst auch so, also sehr oft wirklich mit Tahine, mit Avocado, mit Nüssen, mit Rohgemüse, mit bisschen Reis, was vielleicht noch geblieben sind, ne? Und immer Ferment dazu, ne? Also super. Aber es ist wirklich ganz, ganz schwierige Frage, brennende Frage, wo man wirklich, glaube ich, so etwas machen müsste, wie wirklich zeigen, wie man Fermente isst, womit man isst wirklich, ne? Weil das ist, man kann zwar so erzählen, aber ich glaube, wenn die Leute sehen würden, ja, das wäre noch viel einfacher, weil es irgendwie fehlt so ein bisschen, das, was wir erleben, heißt, ich esse so 3 Löffel täglich aus dem Glas. Ne? Also quasi so mehr wie Medizin. Ich weiß, es tut mir gut. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das zubereiten soll. Dann esse ich einfach so. Ne? Das kann man nur mal machen, aber wenn mir jemand so erzählt, da würde ich sagen, du, kannst du machen, wie du willst, aber selbst würde ich das nicht essen. Das macht keinen Spaß, eben. Und dafür aber braucht ein bisschen Kreativität, ein bisschen Vorstellungsgabe, wie kann ich mir das zurecht machen halt. Ne? Aber es gibt Probleme auch mit einfachen Sachen, wie unsere fermentierte Senf. Ja, und zum Beispiel. Leute auch fragen, und wie esse ich das? Und das verstehen wir eigentlich nicht so richtig, weil... Das ist Senf. Senf, ja. Und das, also ich wollte nur verstehen, warum diese Frage kommt, weißt du, so. Aber ich glaube, das kommt dadurch, dass sie sich vielleicht nicht vorstellen können, zuerst mal, wie fermentierter Senf schmeckt. Viele kennen das auch nicht. Vielleicht deswegen... Ich weiß es bis heute nicht. Genau, besser, ganz einfach ähnlich, aber ähnlich. Ähnlich halt, und besser. Ja. Manchmal. Es ist ja aber das kommt von nicht genug Kreativität. Vielleicht Leichtigkeit, genau. Ich glaube halt auch, dass in der schnelllebigen Zeit, zum Beispiel, das war halt auch etwas, was ja in der Corona-Phase total gut tat, dass jeder angefangen hat, selbst mehr zu kochen und selbstbewusst zu werden, was esse ich jetzt, was führe ich jetzt gerade in mich hinein und sonst irgendwie Mittagspause holt man sich überall schnell was zu essen irgendwo und man packt sich halt nichts mehr ein. Oder zum Beispiel, weiß nicht, weil ich versuche, zumindest in meinem Kanal, ein bisschen zu zeigen, was mache ich mit meinen Fermenten. So, wenn ich dann halt eine Schale Reis habe mit einem Protein und sonst was, dann habe ich mehrere Fermente um mich herum. Jetzt will ich gerade was Scharfes, dann nehme ich was Scharfes. Jetzt will ich gerade irgendwie in Richtung süß, dann gehe ich süß. Und man kann mit jedem Happen, was man will, einen anderen Geschmack haben, weil alles schon vorbereitet ist. Es ist alles schon fertig. Und bei fermentierten Senf, wir sind hier in Senf Country 101.
Ja. So, weiß ich Okay. nicht, wo ist auf Vielleicht, Brötchen? vielleicht Genau. probiere ich das mit Brötchen und Ja, Wurst. Ja, vielleicht. Brötchen, Ja. Wurst. Das ist halt so. Aber zum Beispiel da ist es halt auch, ob das, wenn die etwas kochen und da halt Senf reintun, dann erhitzen die das ja. Das heißt, dass die Lebendproben dann halt da nicht mehr drin sind, dass man sagen kann, okay, wenn du es jetzt nur tust für den Geschmack, kannst du es erhitzen. Ja, klar. Sonst packst du einfach ganz am Ende rein, wenn es schon fertig gekocht ist. Eine vegane oder normale Bolognese ohne Senf geht halt. Es ist so, fehlt so das gewisse Etwas und hier hat man noch was on top von gewissen Etwas. Also, das ist... Ja. Aber mit dem fermentierten Senf ist gut. Ja. Ich dachte gerade irgendwie so, wenn Leute mich fragen, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Kimchi? Nee, Kimchi! Käsebrot, Kimchi, dann. Ja, So. aber es gibt so, wir haben zum Beispiel Spirulina-Sauerkraut, ne? Ach, Und das ist so geil zu Hummus. Ja. Das haben wir für uns, diese Kombi entdeckt, ne? Also richtig schön mit Hummus. Und das ist so perfekte Mischung, wo man auch vom Farbe auch total cool, wenn man natürlich den Algengeschmack mag, ne? Ja, aber es ist, Ja. Ich glaube, das muss man, aber viele mögen das halt. Schon. Also, dieses Umami. Genau. Was so ein bisschen problematischer ist, aber das machen wir eher für unsere Stammkunden, die und so ein bisschen Japaner und Asiaten sind fermentierte Pilze. Ja, die lieben wir auch über alles, weil in der slawischen Kultur fermentiert man Pilze ganz stark. Und das ist auch so zum Sandwich total toll, ja. Ja, aber für ganz viele Leute ist es vom Konsistenz, das ist glitschig. Ein bisschen glitschig weiß so, ja. Manchmal geht das nicht. Ja, genau. Okay, ich kann es vom verstehen. Konsistenz. Ja, klar. Ich mag es halt total gerne. Ich mag auch Natto. Ja, klar. Das ist auch nochmal was anderes. Aber was ich sagen muss, es gibt schon wirklich Leute, die offen sind, neugierig sind und die gewinnen, weil sie einfach Mut haben zum Probieren. Ja? Und von der Seite klappt das gut, aber wir haben das jetzt so ein bisschen erleichtert unseren Kunden, indem wir eine gewisse Zeit, hat ein bisschen gedauert, so kleine Gläschen jetzt gemacht haben, die Probegläschen einfach halt, wo sie wirklich kleinere Menge kaufen können und natürlich bei uns Fermentationsteller bestellen können, Verkostungsteller, wo sie das probieren Sie können. können 4 Fermente auswählen und dazu bekommen Sie die Sauerteigbrot, Avocado, Tomate, Tempeh mit Senf. Ja. Habt ihr das gehört, Leute? Hier kriegt man einen ultimativen Ultra-Ferment-Teller. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Kurzes Anwenden. Ja, und wir haben mehr als 12 verschiedene Gemüse zu auswählen. Die Kunden dürfen auch noch auswählen. Ja, absolut, klar. Das, was sie probieren wollen. Ja. Und auch dazu, wir haben fermentierte Milchprodukte wie unsere Kefir-Käse, Käse aus Milchkefir und dann Milchkefir und Milchkefir-Molke. Ja, und den Käse, also Milchkefir-Käse können Sie auch probieren, wenn Sie möchten. Ja, mit Teller. Ja. Auch ganz anders als Kefir, was man sonst in den Läden irgendwie sieht. Es ist auch eine andere Säure, es ist sprudeliger und es ist auch wesentlich cremiger in sämtlichen, auf und sämtlichen leichter, Ebenen. Aber das ist generell, ne? Es war eine Untersuchung in England schon vor einigen Jahren, ne? Ein Arzt, war das ein Arzt? Na, das war jemand, der einfach wollte vergleichen, was haben Fermente, die du zu Hause selbst fermentierst, zu den und die industriell hergestellten Fermenten. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass es nicht vergleichbar ist. Ne? Das kannst du wirklich, das heißt gleich, aber von Inhalt, vom Geschmack, von dem, was sie tun, kannst du entweder nur selbst machen oder wirklich in Fermenterei kaufen, die wirklich handwerklich das macht. War, ganz top. oben. Ganz oben. Ja. Ganz viele. Wie viele Bakterien, wie viele Hefe und andere Sachen drin. 40 bis 60 verschiedene Bakterienstämme, glaube ich, ne? In Milchkefir. Also und Milchkefir ist die billigste Sache, man kann kaufen hier auch. Und einfach auch selbst zu machen. Einfach zu Hause zu machen auch. Und für zu Hause zu machen, wir haben auch unsere Sets. Fermentationssets, Kombucha-Set, Milchkefir-Set.
Wasser gefiltert und auch wir haben unsere Gläser. Genau. Also hier die Gläser. sind Gläser, hier. ja. Ja. Da gehen wir gleich auf jeden Genau. Fall nochmal detaillierter in allen euren Fermentationstests, weil das ist so, so cool gemacht. Und dann eure Gläser ist halt, also wenn man safe sein will mit Fermentation, wenn man das zu Hause irgendwie einfach ausprobieren will, auf jeden Fall ein Go-To. Aber da gehen wir gleich und dann gehen wir auch noch gerne näher dran. Genau, jetzt war dann halt das, was ich super interessant finde, was glaube ich halt auch Viewer interessant finden würden, ist, was sind die Herausforderungen, wenn man nicht pasteurisierte Sachen, also das irgendwie in Deutschland herzustellen, weil hier irgendwie, ich weiß es halt auch nicht, warum so eine Angst ist vor Mikroben oder vor Dingen, die dann halt nicht dead sind und warum halt auch so viele Krankheiten gibt, warum es so vielen Menschen wirklich nicht gut geht, weil wir halt irgendwie so ein bisschen weggekommen sind, dass dass wir gute Biome essen oder dass wir Nahrung essen, was unseren Gut-Biom füttert. So, und was waren da? Hattet ihr da Probleme oder ging alles gut? Wenn man zum Beispiel Kombucha hergestellt dann und liefert nach Geschäften, sie manchmal ganz offen wollen ganz lange Haltbarkeitsdatum haben. Genau. Aber das geht nicht mit allen Produkten. Ja, genau. Manche Produkte, wie zum Beispiel Milchkaffee, das ist gut bis 3 Tage, danach geht das noch. Das ist nicht schlecht, aber bekommt das mehr und mehr Säure. Käfige, säuerliche. Genau. Ne? Und ich glaube, dass die Menschen noch richtig, das ist immer so, wenn du hörst lebendige Produkte. Ich habe ein lebendiges Produkt. Aber was bedeutet das? Ne? Dann isst man ein bisschen, dann bleibt die Hälfte im Glas und steht 2, 3 Wochen und dann erinnert man sich, da habe ich was. Man öffnet, auf zu und man sieht dann Kammhefe, schlecht, alles weg. Ja. Genau, aber also was wir versuchen erstens zu vermitteln, es ist überhaupt kein Problem oder man braucht keine Angst zu haben, aber lebendige Fermente bedeutet, die wollen gegessen werden, aufgegessen werden, ne? Und nicht so zu und dann nach Monat nochmal essen, ne? Essen, regelmäßig essen, bis das Gläschen aufgegessen ist halt, ne? Ja. So, erstens. Zweitens. Und Kombucha auch. Wenn die Flasche ist geschlossen, dann kann Monate stehen. Aber wenn du ein bisschen trinkst, dann die stimuliert quasi die und dann die Zucker geht runter und runter und nach mit half-leer Flasche dann die nach 3 Wochen vielleicht das Kombucha schmeckt nicht so gut als also früher. Verändert sich der Geschmack. Weil ich würde das gar nicht per se sagen, dass es nicht mehr gut schmeckt. Zum Beispiel, wenn ich ein lebendiges Ferment kaufe und dann merke, weil ich mag die Hardcore-Sachen und dann merke ich, okay, gut, ich lasse es jetzt noch 2 Wochen stehen, um das dann halt zu der eigenen Geschmackspalette anzupassen. Und das ist halt etwas, was Leute irgendwie halt auch verlernt haben, ist, what is your palate? Was magst du? Magst du diese Säure? Magst du die? Okay, nee, ich hätte gern wenn irgendjemand euch bei euch eine Bestellung machen könnte, ich hätte gern eher ein jüngeres Kombucha oder ich hätte gern das und das runtergestellt bei unserem Kind. Das wäre phänomenal. Na, aber das wir ist so, haben Leute wie das. Wir haben schon Leute, Also wir erklären das immer, dass der Zucker ist bei uns nicht konstant. Ne? Willst du was Lieblicheres trinken, da kann ich dir empfehlen, weil das gerade frisch gemacht ist. Oder willst du schon etwas, was länger steht? Ja? Wir hatten auch mal Kombucha nach einem Jahr. Genau. Sogar nach 3 Jahren hatten wir Kombucha. Wirklich im Schrank, versteckt zum Silvester. Es war der beste Kombucha, den ich hier getrunken habe von uns. Aber natürlich, du kannst eigentlich ein Kombucha verkaufen, was 3 Jahre im Kühlschrank steht. Aber das wäre genial natürlich, Aber ich meine, warum ist es denn
was Tolles, also es ist auch was unfassbar Leckeres, wenn ein Tamari oder eine Sojasauce 3 bis 5 Jahre steht, da weiß man dann halt, es hat mehr alles, aber das ist halt in allen Fermenten ist es ja so, dass wenn die Mikroben sich von dem Zucker gegessen haben, dann wandeln sie sich halt erst in Aminosäure um, weil dann kommt die Zersetzung davon. Ja. Aber jetzt fällt mir ein, dass vielleicht die Ursache dafür ist, dass die Menschen generell, also in Deutschland sage ich, ne, man kennt eher dieses Einlegen, nicht fermentieren. Man schmeißt alles in einen Topf und Einlegen war immer kurz. Ja, nein, nicht immer, aber auch gemacht mit Essig gemacht. Mit Essig, genau. Ja. Und dann war diese Einstellung, das ist alles clean und sauber und dann ist es, dann ist es safe. Und natürlich dieses Fermentieren jetzt macht so ein bisschen Angst, weil warum das so mit den Angst von Bakterien ist, glaube ich, das Buch ist, kann ich nur empfehlen, super gut, weil die Dr. Anne Zoschke erklärt wirklich von Anfang an die Terminologie, warum haben wir so eine Angst? Woher kam diese Angst überhaupt? Wie ist das in unseren Begrifflichkeiten, Terminologie, schon von immer nur Verteidigung, Kämpfen, also und bekämpfen. Und generell Bakterien sind schlecht. Und Bakterien sind schlecht, das hat natürlich auch seine Ursachen, warum das auch so ist. Und wenn man sich das nicht bewusst macht, dann natürlich ist es schwierig, weil irgendwo sind wir so programmiert. Ne? Ob diese Bakterien sind schlecht. Und wann benutzen wir das Wort Mikrobiom? Seit wann ist das so? Das ist jetzt seit ein halbes Jahr. Richtig. Das ist überall. Ja. Man liest es überall. Gut so. Endlich mal, endlich mal. Ja. Weil wir merken jetzt selbst, dass die Leute kommen und wenn sie was gelesen haben, oder gehört haben, sofort haben sie eine andere Einstellung auch zu unseren Produkten. Und wir haben schon von Anfang an festgestellt, alleine als Fermenterei kannst du den Menschen das nicht bewusst machen, weil man ist zu klein. Aber je öfters man wirklich in Presse, in Fernseher darüber oder auf YouTube oder wie auch immer hört, dann bekommen die Menschen dieses Bewusstsein, was natürlich viele schon aus englischsprachigen Ländern das schon mal haben und kennen, weil es natürlich, diese Arbeit wurde dort getan, sehr intensiv. Ja. Täglich ist was erschienen, täglich was. Ne? Und hier ist noch mehr, aber immer noch weniger, aber ein bisschen mehr schon als vor 8 Jahren. Ne? Ja, das stimmt. Und deswegen freuen wir uns natürlich darüber sehr, wenn Leute kommen und sagen, da hat jemand darüber gesprochen, das soll sehr gesund sein. Ne? Und ich möchte das jetzt kaufen halt. Ne? Ja, das ist schon, zum Beispiel einmal hatten wir RBB, einen Beitrag und da ging es um Gurken. Ja. Also Gurken so wie früher von Oma, weißt du? Ja. Mit Milchsäuregurken, ne? Schön richtig so. Fermentiert eben halt. Und da war hier jemand, das probiert hat, beschrieben hat, wie die schmecken. Und danach hatten wir nur Leute, die Gurken wollten. Ne? Die kamen 2 Wochen lang. Ja. Ich wusste das schon, was die wollen, weil die haben das gesehen. Und das war diese enorme Macht, wenn jemand wirklich was zeigt, breiteres Spektrum anspricht, ne? Also maßrichtig, ne? Wie neugierig die Menschen sind, wie sie das auch haben wollen, Und deswegen vieles ist wirklich Unwissen, wenig Informationen, und das kann man wirklich nur stemmen, je mehr man darüber wirklich zeigt, erklärt, kostet auch Mut hat natürlich auch zu uns zu kommen und zu probieren. Ja. Aber ich glaube, es ist halt um das gesamte Spektrum von Fermentation zu verstehen. Es ist ja auch einfach ein Beruf für sich. Zum Beispiel, ich verstehe halt nicht so viel jetzt von Dachdeckerei, aber ich vertraue darauf, dass der Dachdecker sein Handwerk halt weiß und das dann halt gelernt hat. Und das ist einfach irgendwo, man hat nicht mehr die Zeit wie früher, dass die Oma diese Salzgurken eingelegt hat, sondern man vertraut halt heute auf Menschen, die diesen Beruf leben, die das fühlen und die das dann halt ausüben. Ja. Und natürlich, es gibt halt das Internet. Wenn man wirklich irgendetwas erfahren will, ist das dann ganz, findet man das auch. Natürlich, na klar. Das dann halt auch, aber dass man einfach so wie, ich gehe zum Bäcker, um ein Sauerteigbrot zu holen, gehe ich
quasi zu euch, um dann halt ein Kombucha oder dann halt die lange fermentierten Gemüse zu holen. Und dass man darauf vertraut, okay, ihr wisst, ihr macht das schon so lange, ihr werdet dann halt schon definitiv... Na klar, ich meine, wenn wir gehen und Brot kaufen, Sauerteigbrot, dann vertrauen wir auch, dass er weiß, was er macht. Und dass das Brot schmeckt halt, ja. Genau. Aber ich glaube, das ist generell so. Die junge Generation, Leute, die jetzt wirklich alles finden können im Internet und so, die wissen Bescheid, oft. Die ältere Generation, die nicht so, sagen wir, aktiv ist in den Social Medien und so, die basieren auf diesem Wissen vorher. Ja. Und noch auf Erinnerungen aus der Zeit von Oma, von Eltern, die das gemacht haben. Ne? Und da fehlt aber hier Wissen, weil das alles, dieses Einlegen ist da, fermentieren ist so, das ist neu. Wir fermentieren, also legt ihr ein. Nein, wir fermentieren. Genau. Ja, dann fehlt hier so ein bisschen halt. Also nicht Wissen, sondern richtig dann auch. Ne? Dass man da eine Brücke schafft. Genau, und das war auch ein Problem am Anfang mit unserer Kombucha. Das war zur Verfügung war nur eine pasteurisierte Sorte und das war ganz viele Leute und sie kommen zu uns und sie sagen, ich mag Kombucha nicht. Nee, die wollten nicht mal probieren. Ich sage, Moment mal, was hast du getrunken? Carpe diem. Dann verstehe ich, ja? Aber probier mal, weil das ist nicht vergleichbar. Leider Kombucha, was Kombucha angeht, ist auch kein fester Begriff, was dahinter stehen darf oder nicht. Ne? Und deswegen... Und das war auch ein Problem in 80er und 90er in Deutschland. Kombucha war ganz, ganz groß. Wir haben ganz viele Bücher von diesen Zeiten. Ja, es war ein medizinischer Kombucha. Medizinisch. Kombucha war mit ganz viel Zucker gemacht. Bis 150 Gramm pro Liter. Ja. Und das war ganz stark und das war ganz süß-säuerlich oder wie ganz also wie Essig. Wie Essig. Ja. Und ganz viele Leute am Anfang, sie kommen zu uns und fragen, wie viele Milliliter darf ich trinken? Und das haben wir die Frage nicht verstanden. Und wir sagen, Moment mal, aber irgendwo muss diese Frage kommen. Das kann doch nicht sein, wenn alle danach fragen, ne? Gerade so ältere eben Leute. Und dann haben wir wirklich geforscht, dann haben wir diesen Kombucha nachgemacht, was wirklich für therapeutische Zwecke angewandt wurde. Mit so viel Zucker und das war schwierig zu trinken. Dann konntest du wirklich nur so einen kleinen Shot, mehr ging da gar nicht, weil es war so streng, das war wie Konzentrat fast, Und das haben wir verstanden, Mensch, deswegen fragen sie das, weil Kombucha war früher anders verstanden, auch anders getrunken, Man konnte früher schon Kombucha-Tabletten in der Apotheke kaufen. Er war mehr Richtung Medizin wirklich, gerade speziell in Deutschland. Und deswegen war das so, wir so irgendwie, aber warum doch? Das ist doch Wellness-Getränk. Du kannst doch trinken, was du willst, wie viel du willst. Wie jetzt, Also war wirklich ein Missverständnis, was eine Ursache hatte und die musste geklärt werden. Halt, Das ist richtig interessant. Hattet ihr das schon mal, dass die Kunden, wie erklärt ihr das den Kunden, wenn sie die Flasche zum Beispiel aufmachen und es ist noch ganz lebendig und immer wieder hochgeht? Weil viele wundern sich dann halt, da ist ja schon die Kohlensäure raus, warum hört es nicht auf? So, dass man da halt, oder mehr oder minder, wie erklärt ihr den Kunden, was sagt ihr denn da? Es ist lebendig, es ist den Zucker weiter. Ja, also was wir erklären. Ich mache Kombucha, sie verkauft das. Ich erkläre und es ist echt, es muss geklärt werden, weil viele fragen und kennen das natürlich aus den industriellen Kombuchas, wo es künstliche Kohlensäure ist. Genau. Ja? Also bei allen Getränken mit künstlicher Kohlensäure. Genau. Und sie sind stabil. Ja, genau. Also wir erklären das einfach genauso wie mit Zuckerinhalt, dass das nicht stabil ist, dass jede Sorte andere Kohlensäure hat. Ne? Ich zeige das immer einfach halt, dass man das bis leicht bewegt, dann entsteht diese Kohlensäure, die kann hochkommen, mehr oder weniger. Ne? So wie jetzt, was wir jetzt erlebt haben. Ne? Und also ich glaube, dieses Thema ist gar nicht so jetzt, nee, weil die Leute, eher ist es wichtiger, natürliche Kohlensäure, künstliche Kohlensäure. Weil die künstliche ist viel aggressiver und die Leute merken so, oh, das lebt, das ist angenehm, das tut mir irgendwie gut, das fühlt sich gut an und mögen auch die Kohlensäure.
Und sie wissen schon, unsere Kunden, dass die unterschiedlich sein kann, dass es manchmal schon sehr hochkommen kann, aber das zeige ich. Deswegen haben wir auch die Schraubverschlüsse, wo es einfach, wenn du aufdrehst und hochkommt, ne, dann kannst du sofort zu. Das hatten wir auch alles ausprobiert, aber hier funktioniert das so ganz gut. Manchmal wartet man, wenn die Leute hier kommen zum ersten Mal sind, dann mache ich die Flasche auf, damit sie das sehen können, einfach halt. Und das auch mit das. Genau, ganz sachte nur und nicht so wie ne, Shake irgendwie. Das ist so ein bisschen wie Trinkkultur, wie trinke ich, ne? Und das mögen sie aber auch alle, und freuen sich immer und ach, mach mal doch, mach mal, zeig mal. Ja, aber das sind so Dinge wie mit allen. Die Leute, die das selbst gemacht haben zu Hause schon Kombucha, die wissen Bescheid. Ne? Und andere sind natürlich auch offen und bei uns sind, da wir nicht mit Säften arbeiten, haben wir dieses Problem letztendlich nicht wirklich. Manchmal 2 Flaschen oder so, aber das mit ist, mehr Hefe drin. Aber das ist wirklich mal. Sonst ist das wunderbar, die ist toll, man gießt und dann kommt das wirklich wie so Biereffekt halt, ne, was man hat, aber das ist eigentlich ziemlich gut ausbalanciert, ne, außer dann ein paar Flaschen, die dazwischen sind. Aber finde ich persönlich auch, das ist sehr gut, also die Perligkeit davon ist wirklich angenehm. Nee, ich trinke. Jetzt zum Beispiel, ne, da kommt das hoch. Das ist die Flasche jetzt und wartet man ein bisschen halt, ne? Und generell, Kombucha braucht ein bisschen mehr Zeit, ne? Deswegen Kombucha-Kaffee, weil es ist schon ein Getränk auch, wir trinken keinen Alkohol, ne? Für uns ist das auch eine absolute Alternative zum Alkohol. Und andere Getränke. Zu anderen, genau. Und für uns heißt Kombucha trinken so wie Wein. Wir setzen uns hin, deswegen sind Champagnergläser, in denen wir servieren, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, einfach wahrnimmt, schmeckt und man schmeckt raus, das ist keine Limonade. Nee. Das ist keine Limonade. Das ist schon ein Getränk, was uns befriedigt, wenn wir Lust haben auf Champagner, da trinken wir Jun Kombucha, Der geht auch ab. Der geht ab richtig, der ist pelliger, feiner, ist wirklich schon eine Alternative zum Sekt. Und viele kommen extra nur, wenn sie Geburtstagsparty machen oder sowas und kaufen dann Jun Kombucha, ne? Und wenn sie keinen Alkohol wollen. Und das ist natürlich auch mit so vielen Sorten, wie gesagt, schwarzen Tee, dunkler Tee, immer vergleiche ich mit Rotwein. Und die helleren Varianten, so wie Tee man mit Wein vergleicht, genauso auch Kombucha. Und die Menschen lernen auch über Tee. Ja, also wir haben natürlich diese Herausforderung am Anfang, da die wenigsten sind Teekenner, deswegen war so, wie erklärst du einen Geschmack? Jemand, der keinen Tee trinkt, richtig, ne? Und so. Leute kommen, fragen, was ist Oolong? Was ist Oolong, was ist, ne? Deswegen war das schön, dass wir eigentlich beides gemacht haben. Durch Erklären, was ist Kombucha, haben wir natürlich das Wissen über Tee den Menschen näher gebracht. Und das ist jetzt super, wenn die Leute kommen und sagen, Milk Oolong, ich weiß nicht, was das ist, aber das ist bestimmt eine Teesorte, ne? So, und das ist natürlich schön, dass man so von diesem Kombucha mit Säften weggeht, wir mindestens, und wir machen Kombucha, was Kombucha wirklich ist, also Teegetränk, ausfermentierten Tee. Und wenn die Leute uns fragen, aber das ist nun mal Tee, was soll ich da noch dazugeben? Ich sage, Moment mal, probier mal. Brauchst du hier, wenn du jetzt diesen Kombucha trinkst, brauchst du noch Saft rein? Nee. Mehr Saft, mehr Alkohol, weil es mehr Zucker ist, Also Problem mit Fermentation, Problem mit Explosion. Willst du das? Kannst du gerne machen. Klar, ne? Wir machen das nicht. Aber für Leute, wenn sie Säfte wollen oder etwas wie das, wir haben unsere Brause, die variiert. Saisonale Brause. Jetzt, das ist Holunderbrause und wir haben auch Wasserkefir. Mit Ingwer zum Beispiel, ne? Und mit diesen Sorten, Leute können Säfte arbeiten, Säfte dazu geben. Ohne dass sie Probleme haben dann bei der Herstellung, ne? Und natürlich machen wir auch noch, es gibt noch Zeiten, wie zum Beispiel jetzt, freuen wir uns schon im April, machen wir Brennnessel-Kombucha. Das ist unsere saisonale Ausgabe, ne? Machen wir Holunder-Kombucha.
ne, aus den weißen Holunderblüten-Kombucha. Wenn Saison ist, haben wir schon mal aus Gundermann Kombucha gemacht. Ja. Das war ganz lecker. Und das und ist, ganz viele Leute kennen das auch. Und das war ganz, ganz populär. Gundermann war total ich finde das auch total, ich gehe das auch mal fliegen und das in ja. Mein Favorit sind ich glaube, das ist Mai, Juni, die grünen Zapfen von den Tannen. Und daraus ein Butch. Weil das ist dann so ein bisschen mit so einem ätherischen Ölgeschmack. Das ist dann halt hinten, das ist auch, also es ist die Mittel sind endlos. Nichtsdestotrotz, ich finde das ist für mich jetzt tatsächlich was Neues. Ich meine, ich habe eure Produkte angeguckt, aber dass ihr das dann einfach spezifisch mit den unterschiedlichen Stadien der Teepflanze, ich sage das jetzt extra, weil nein, schwarzer Tee ist kein eigener Busch und Grüntee ist nicht auch ein eigener Busch, es ist eine Pflanze. Es ist eine Pflanze, die dann halt je nach Zeit gepflückt wird, die Blätter, wie jung, wie breit, wie alt, wie lange haben sie sich von dieser Erde genährt, welche Höhe, welche Kultivar, genau. Und das ist das, was ihr quasi in eurem Kombucha ja dann auch darstellt. Ja. Absolut, absolut. Und, deswegen, und wir verkaufen auch Tee für Kombucha und manche Leute kommen und kaufen diese Tee zum Trinken auch. Ja, klar. Oder manchmal einfach kommen sie und sagen, ich brauche Inspiration, ich möchte wieder neuen Kombucha machen, was habt ihr denn da? Ne? Und dann natürlich haben wir ganzes Spektrum, weil da wir immer limitierte Kombucha haben, das bedeutet bei uns, dass sie wechseln jede 2-3 Wochen, ist immer wieder eine andere Sorte, ob Genmaicha, Kombucha oder wie auch immer was, und so ist das für Stammkunden, die sagen, ich kenne schon alle eure Kombucha, aber ich möchte immer was Neues haben halt, ne? Ja, das ist natürlich auch interessant und für uns natürlich selbst auch, klar, wenn wir was Neues machen. Und so können wir kreativ sein, ne? Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du schon mal eine Linie hast und immer nur dasselbe machen kannst und eigentlich nicht kreativ sein kannst. Und das der Tee braucht die Kreativität, deswegen kommen immer wieder neue Produkte, die wir integrieren, wie Oxymel oder jetzt haben wir angefangen mit Essigsorten, ne? Weil es, oder mit Tinkturen. Oder die Indian Lemon Pickle. Indian Lemon Pickle zum Beispiel auch. Also immer wieder was anderes, wo ich ganz viel dazu lerne, weil ich das oft gar nicht kenne, was er da sich so ausdenkt. Und es ist, Open End, also du hast kein Ende. Ein Ende. Aber ich bin limitiert bei dem Raum. Kühlschrankraum. Also sagen wir so, der Raum limitiert und so ein bisschen denke ich, wenn man natürlich noch mehr Kundschaft hätte, die wirklich offen ist, ne? Die wirklich mehr uns fordert, ne? Dann natürlich würden wir uns auch freuen, weil dann werden wir natürlich so richtig angefeuert noch. Dann bekommst du mehr Energie für neue Sachen. Genau. Aber ich glaube halt auch, dass bei Fermenten oder dann halt so regionalen Sachen, es ist ja auch nicht, dass man immer das Gleiche haben kann. Zum Beispiel die Essigsorten kommen ja dann nach dem Winter. Oder es ist dann zum Beispiel im Sommer, dass man da halt auch guckt, okay, gut, Wasserkefir ist da halt super, weil das schnell geht, es ist sprudelig. Bei Kombuchas guckt man dann halt, okay, welche Tees können ruhig länger oder kommen auf Hitze mehr klar. Was auch immer. Es ist ja dann irgendwie, dass es sich halt auch immer ein bisschen wandelt. Ja, und ich glaube auch, das Schöne ist, weil mit diesem saisonal ist immer so ein Wort, was man gerne benutzt, aber so richtig verstanden ist es auch noch nicht, ne? Weil wenn wir Gurken zum Beispiel machen, ne? Und die Gurken sind dann ausverkauft. Und natürlich kommen die Kunden, warum sind keine Gurken mehr da? Ich sage, die kommen wieder im Ende Mai, Juni halt, ne? Du hast gegessen noch die Gurken vom letzten Saison, die wir gemacht haben. Jetzt sind sie alle. Alle. Ne? Warum haben wir nur Brennnessel im April? Ja, weil das vitalste Zeitpunkt ist, ne? Und Mai, das ist nicht dasselbe. Nicht dasselbe halt. Und das ist natürlich auch so das Schöne, aber du kannst Brennnessel bis November finden oder Dezember. Genau. Aber das ist nicht die Genau. Und das ist auch schön, weil das auch hilft, so ein bisschen zu verstehen. Es gibt eben diese saisonale
Produkte halt, ne? Genau, bei Spargel können die das alle. Genau. Und dann erklären wir immer, jetzt braucht dein Körper das, weil jetzt ist die Zeit dafür. Deswegen machen wir das auch. Ja. Weil hier wächst alles, was unser Körper braucht, zu dem Zeit, wo unser Körper das braucht, ja? Und deswegen haben wir das jetzt. Ja, weil das ist schön zu wissen. Das erweckt ja quasi die ganzen Arterien. Es ist so, als ob man bereit ist für den Frühling. Ja. Man wacht halt auf und man bereitet sich auf Frühling, dass es in den Sommer reinkommt. In den Sommerzeiten sind dann halt andere Sachen. Genau. Wir passen uns ja auch der Natur an und der Natur gibt uns dann quasi richtig, das, was wir brauchen. Genau. Und das heißt saisonal. Saisonal. Ja, genau, das heißt saisonal. Ich würde es hier so, das heißt saisonal. Im Mai kriegt ihr das. Ja. Und wer Angst hat, dass das ausverkauft ist, alles kaufen. Was dann hier und da. Aber das ist schon so. Und deswegen mache ich keine Brause mit Erdbeeren im Winter. Jetzt. Oder jetzt halt, ja. Genau, aber man kann Erdbeeren jetzt in Lidl kaufen. Ja, klar. Ja, aber das ist so schön, dass die Leute wirklich auch, unsere Kunden schon mal wissen, wenn wir Honig fermentieren, dann müssen sie warten eben halt ein Jahr, ne, bis der Honig, also Knoblauch genau da. Ne, und dann ist das kleine Serie, vielleicht 30 kleine Gläschen, ne, und die werden in 2 Wochen ausverkauft, dann ist es vorbei. Ja, genau. Ne, und dann ist es halt so. Ja? Und dann müssen sie halt wieder warten. Und den Honigknoblauch, ich mag den erst ich habe ein 3-jähriges zu Hause, wenn es dann so Garlic Candy, wenn es komplett schwarz ist. Absolut. Wir wollten eigentlich den nie machen. Wir haben einen für uns gemacht, der stand im Schaufesten 6 Jahre. Ja? Und dann dachten wir so, also jetzt können wir den eigentlich essen, ne? Und der war so lecker, aber die Leute waren so heiß auf diesen Knoblauch in Honig, wo ich sage, Leute, es ist nur Inspiration, macht euch selbst, es ist Haufen Arbeit, macht euch selbst, das ist Medizin pur, ja. Und jetzt machen wir so ein bisschen, damit der möchte, kann verkosten und probieren, aber dann selbst machen, weil wir haben jetzt 18 Kilo Knoblauch gekauft, alles wirklich per Hand geschält. Ja, und dann riecht man, glaube ich, mindestens einen Monat alles, nicht nur Hände. Tadeusz hat das alles wirklich ohne Handschuhe. Also die Finger waren wirklich burnt, richtig, ja. Ich habe gerochen den Knoblauch in meinen Haaren, glaube ich, 3 Wochen noch. Ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr, ja. Aber danach schmeckt es so geil. Es ist so lecker, aber auch egal, was ich dann gekocht habe, alles schmeckte dann nach Knoblauch, weil ich den Geruch nicht rausbekommen habe. Aber nichtsdestotrotz, es ist genial, es ist genial. Es ist wirklich genial. Ja, absolut. So, ihr Lieben, jetzt habe ich genau noch 2 Fragen. Die letzte Frage ist, kann man eure Fermente online bestellen? Ja. Also wir haben sehr lange Zeit nicht verschickt, weil wir auch irgendwie gedacht haben, wir müssen Kühlverpackung haben, um zu verschicken. Ja. Und dann hat irgendwie eine Freundin von uns gesagt, pass auf, ich brauche eure Fermente. Es ist mir egal, ihr müsst mir das einfach schicken. Ja. Egal was, schickt einfach. Und da haben wir am Mittwoch verschickt, am Freitag ist das angekommen und sie sagte, warum verschickt ihr das nicht? Es ist überhaupt kein Thema. Und dann haben wir gedacht, Mensch, also vielleicht sollen wir doch verschicken. Ne? Und dann haben wir angefangen zu verschicken, glaube ich, schon 2 Jahre. Ja, und verschicken wir tatsächlich ganz normal, immer am Montag nur. Am Mittwoch ist das eigentlich immer da. Ja, aber eigentlich hatten wir bis jetzt, glaube ich, nur einen Fall, wo es wirklich da irgendwie, aber sonst immer am Mittwoch haben das Leute. Also bis jetzt, toi, toi, toi. Alles gut gelaufen und wir verschicken eigentlich fast alles jetzt mittlerweile. Milchkaffee natürlich nicht, Jun Kombucha nicht, weil es ist explosiver, genau. Unsere Brause auch nicht, das ist auch explosiv. Ja, genau. Ne? Aber sonst alle fermentiertes Gemüse, alle Sorten. Alle Sorten von Kombucha. Ja, genau. Ja. Also Zubehör, alles kann man jetzt bestellen. Deutschlandweit, genau. Ja. Das ist jetzt eine persönliche Frage. Was ist das aufwendigste Ferment, was ihr habt? Was halt am meisten Zeit kostet, das zu machen? Maybe Indian Pickles? Nein, das war
Knoblauch, das war okay, eine. Mhm. Aber die komplizierte, das ist vielleicht Kimchi. Weil das sehr aufwendig ist. Das muss man mit Kohl arbeiten, mit Salzen und dann. Über Nacht. Ja. Naja, und weil du auch alles selbst machst. Und Chili machst du selbst auch. Ich mache die Chili Pesto auch selbst, wegen das ist ganz schwierig, für die koreanische Chili Paste zu bekommen. In eine gute Qualität, nicht aus China. Ja, genau. Ja. Dann mache ich etwas ähnlich. Ja, okay, das ist dann, ja, genau, weil ich mache selbst halt relativ viel Kimchi und das ist dann auch über Nacht, dass es total lange dauert. Das Einzige, was ich verwende, was ich kaufe vom Asi-Shop, sind die Gochugaru, die Pepper Flakes, aber alles andere, da habe ich auch experimentiert mit unterschiedlichen Reispasten, ob ich dann halt jetzt Brown Rice, ohne Reis, mit Reis und okay, ich mache halt vegane Varianten. Wir auch? Ja, wir machen nur vegane. Wir machen nur vegane, ja. Und Kimchi ist schon sehr, sehr, sehr. Ja, das dauert vielleicht 3 Tage. Genau, ganze Tage, wo man wirklich Rückenschmerzen, Schulterschmerzen. Ja. Deswegen haben wir riesige Steine, 25 Kilo, damit wir einfach, damit dadurch noch danach sich bewegen kann. Und Kimchi geht in die Steintöpfe. Die Steintöpfe. Also ihr braucht definitiv kein Klettern. Ja, das ist schon viel Bewegung auf jeden Fall. Generell, wenn man fermentiert. Also das ist schon, Alle anderen Produkte sind wie bis 2 Tage, aber Kimchi ist. Ja, Kimchi ist schon länger. Kombucha ist natürlich, dauert das auch ist länger. Von der Menge. Die machen ungefähr wie 50 Kilo oder so für eine Serie, so lange eine Serie. Gage, genau. Wie lange dauert es, bis es ausverkauft ist? Wir haben ganz viele andere aber Fermente, es ist schon, wenn das so einfach Monate. Ja. Aber es war irgendwo, dass auf einmal wurde Kimchi so bekannt, dass jeder kannte Kimchi und jeder wollte nur Kimchi. Ja, deswegen war immer Kimchi total fast ausverkauft dann. Und da müssen wir relativ oft nachmachen. Jetzt hat sich stabilisiert halt. Ne? Ja, aber es war wirklich so Zeit, wie auch immer, woran das lag. Nur Kimchi. Du hast 12 verschiedene Fermente, und dann nur Kimchi. Aber da müssten die Käufer auch etwas verstehen, dass es deswegen auch teurer ist. Oder sein müsste, die anderen Sachen viel mehr zu ist ja auch klar. Viel mehr Kraft und alles da rein. Arbeit, genau. Und die Kohl ist auch teurer. Genau. Und was wir oft so hatten, wir haben schon so richtige Freaks, Kimchi-Freaks, ne? Haben immer gesagt, ja, euer Kimchi ist anders, manche schmecken so muffig irgendwie, sind nicht so gut, euer ist so gut einfach. Es ist anders, wie macht ihr das? Und, ne? Also, Secret Hand Flavor. Ja, genau. Good Hand Flavor. Genau. Ja, Kimchi. Ja, aber Kimchi, ich mache das nicht wie in Koreanisch nicht so stark. Da muss ich das zum deutsche Leute ein bisschen. Wir sind keine Koreaner halt, ne? Deswegen machen wir so scharf, dass es angenehm ist. Für die Leute hier halt. Ne? Keine Probleme haben mit Essen. Ja. Weil das ist immer mein Problem. Ein bisschen, wenn ich was mache, ist es für mich lecker. Und für andere ist es so. Genau. Ja, das war Zeit. Das war mit Ingwer, Ingwerwasser. Für manche Leute Ingwer ist zu stark. Zu intensiv und, halt. Deswegen ist es ein bisschen anders, wenn man, sagen wir, Fermenter herstellt, aber nicht direkt wirklich mit den Kunden Kontakt hat, die wirklich
essen, kommen, die Feedback geben und wo man eigentlich merkt, so okay, es kann uns sehr gut schmecken, aber wir merken, dass es der Mehrheit einfach zu intensiv ist halt. Ne? Und da müssen wir einfach gucken, okay, wie kriegen wir den Balance einfach und was bieten wir, was schärfer ist, wie Jalapenos zum Beispiel, ne, was wir haben. Ne? Die Leute, oder oder Sauerkraut mit Chipotle, ne? Oder Chili-Soße halt, ne? Für die, die ein bisschen einfach mehr wollen, schärfer mögen halt. Ach, ne? schön. Naja. Also alles. Doch, also musst du. Also das war nie, also aber wenn man Gastronom ist auch, du denkst anders. Ja, also wenn man, glaube ich, kein Gastronom ist macht man mehr das, was dir selbst schmeckt. Ja, genau. Ja, aber wenn du natürlich diesen Hintergrund hast, dann irgendwie ist es immer so dieses, wie kann ich diese Balance schaffen, dass das wirklich Menschen anspricht, welche Kunden habe ich, was wollen die Kunden auch, ja? Das ist natürlich auch ganz wesentlich. Ne? So, dann gehen wir jetzt zu der Creme de la Creme dieser Stunde und zwar werde ich die beiden jetzt darum bitten, ob wir eine Raumtour haben können und deren wunderschönen Produkte einmal angucken können. Ja, also das ist unsere Kombucha-Vitrine mit stolzen über 20 Sorten von Kombucha. Wir haben eine Klassiklinie, das ist so Einstieglinie für alle, die einfach Kombucha noch nicht kennen, handgemachten Kombucha. Alle Sorten, die wir machen, sind auf Teebasis. Also wir spezialisieren uns in Kombucha, was aus einzelnen Tee gemacht ist. Und haben aber eine Linie, die heißt Speziallinie. Und die ist gemacht nicht auf Teebasis. Für alle Leute, die sagen, ich möchte keine Teine, mich schreckt Kombucha mit Tee zu sehr stark auf. Da haben wir eine Sorte aus Heilkräuter, Heilpflanzen, Heilpilzen wie Chaga, wie Schisandra, eine 5 Geschmacksbeere in der chinesischen Medizin, Lapacho, Jangulan, Hanf. Dann haben wir eine Premium-Linie. Das sind Tees, einzelne Tees, wo der Geschmack nicht so ausgeprägt ist wie bei den Klassiklinie, wo wirklich so, wow, also Morgenduft mit Blumenblüten, da schmeckt jeder Blumenblüten, oder Lady Grey, grüner Tee mit Bergamottöl, da schmeckt man den Bergamott. Hier ist der Geschmack schon feiner, komplexer, sanfter. Das ist schon so ein bisschen für Leute, die wirklich auch Teetrinker sind, die sich auch für, sagen wir, gehobene Teesorten interessieren. Und eine Sorte, die immer wechselt für alle Leute, die neugierig sind, die was Neues wollen. Da kommen verschiedene Tees, die wir auch selbst erforschen zuerst mal, ausprobieren und es ist immer was Neues. Und heute Imum Black Tee und Green Pearl, das ist eine grüne Teesorte aus China. Ja. Und Dragon Pearls? Nee, Green Also Pearl. einfach Grüne Perle, so heißt der Tee. Ne? Dragon Pearl ist auch gut für Kombucha, Ja, aber auch teuer. Auch teuer, genau. Ja. Genau. Ja. 50 Leute. Ja, genau. Und dementsprechend variiert auch der Preis, ist ein bisschen anders. Ne? Und unsere Kombuchas fermentieren unterschiedlich. Es gibt solche, die frisch gemacht sind, die natürlich lieblicher sind und solche, die schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind in der Fermentation. Für alle Leute, die mehr herber mögen, trocken mögen, haben wir auch was. Also eigentlich so für jeden Geschmack. Dann haben wir die zweite Vitrine. Hier sind unsere Fermente, also Gemüsefermente, Mehlsäurefermente, angefangen, also über 12, glaube ich, oder mehr sogar. Mehr. Also angefangen von Kimchi immer. Alle Fermente sind in 2 verschiedenen Größen, auch Probegrößen, so kleinere Gläschen zum Probieren. Angefangen von Kimchi, Blumenkohl mit indischen Gewürzen, Rotkohl, Myrrhe, Ingwer, Kurkuma, Superkraut, ganz tolle rote Zwiebel, ja, ganz, ganz schöne, lange fermentierte, ganz edle, rote Beete, Spirulina, Sauerkraut, weiter geht zum Sauerkraut geräuchert,
Winterkraut mit Ingwer. Und Kürbis. Und Kürbis, Sauerkraut Jalapenos. mit Chipotle, Jalapenos. Und dann geht zum Senf, fermentierter Senf. Und 4 kleine exklusive Fermente wie fermentierter Knoblauch. Einjährige Knoblauch. Einjährig, Chilisauce, Indian Lemon Pickles und fermentierte Pilze. Oh, lecker. Ja. Und dann haben wir noch fermentierte Säfte. Für alle, die auch mal gerne einen Shot trinken wollen. Säfte aus fermentiertem Gemüse. Genau, Säfte aus fermentiertem Gemüse. Das heißt rote Betequark, das heißt Kimchi-Saft, Spirulina-Saft. Ne? Also das sind Säfte einfach, die kann man als Shot trinken oder aber auch in Salate als Dressing. Ja. Stimmt, als Dressing Ja, ist na das klar, ja na wunderbar, klar, na ne? klar, klar. Man braucht es ja gar nicht irgendwie. Nee. Statt Essig Genau, bekommt genau. man die Säure. Genau. Ja. Und dann haben wir 2 Getränke für alle, die kein Kombucha mögen und auch für Kinder, sagen wir. Das ist unser saisonaler Brause, spricht immer aus einem anderen Zutat, was saisonal ist, gerade jetzt noch Holunder, Beeren, genau, und dann Wasserkäfer mit Ingwer. Und was fehlt, ist die Milchprodukte. Genau. Und sie kommen morgen frisch Zu dem Verkauf am Milchkäfer, genau. Käferkäse und Molke. Genau. Tut mir leid, Leute, ich halte die gerade davon ab, aber die Kefir-Sachen werden morgen im Kühlregal sein. So, Ja, und dann haben wir hier unsere kleine Essigsortenkollektion. Ja, also Apfelessig, Birnenessig, Quittenessig und Holunderblütenessig. Essig und Apfel sind aus den alten wilden wirklich Apfelsorten, die wir selbst gepflückt haben. Ja, Oxymel, also Medizin aus Essig und Honig. Ja, also Essig ist aus Holunderblüten auch gemacht. Ja, Löwenzahn Oxymel ist schon ausverkauft, aber vielleicht kommt wieder, wenn Löwenzahn wieder da ist. Genau. Genau. Dann glaube ich, von Produkten jetzt lebendigen ist alles, aber wir haben natürlich jetzt viele Sets. Ja, das sind unsere Sets, so sehen die aus. Für alle, die zu Hause fermentieren möchten, vom Schwierigkeitsstadium auch ein bisschen unterschiedlich. Sehr schön für jeden, der wirklich zuerst mal anfangen möchte. Milchkäfer, einfach, preiswert und gibt enorm viel für den Darm. Ne? Dann haben wir Kombucha, wenn man Kombucha brauen möchte zu Hause, Wasserkäfer und natürlich Gemüse, also Fermentationsset. Damit kann man wirklich alles fermentieren. Alles. Von Knoblauch, Kimchi, Zitronen, Chili, ja, alle Sorten von Gemüse. Ja, genau. Zubehör noch, hier haben wir noch Gläser, also unsere mittlerweile ziemlich bekannte Fermentationsgläser, die wir selbst gestaltet haben, weil wir selbst eine Lösung gesucht haben. Ja, genau. Wir fermentieren in diesen Steinzeugtöpfen und die sind hammertoll, aber so wie früher, die Menschen waren immer zu Hause, die konnten die Rille mit Wasser immer füllen. Ne? Ja, genau. Und wenn wir aber verreisen, haben wir Problem dann, wenn Ferment noch nicht zu Ende fermentiert hat. Deswegen dachten wir, wie können wir das machen, wenn wir verreisen für 3 Wochen, damit das alles weiter fermentieren kann. Und so entstand diese Idee mit diesem Gäraufsatz, was sehr gut funktioniert. Das heißt, wir verkaufen nur das, was bei uns durchprobiert ist, womit wir selbst sehr gut klarkommen, was wirklich gut funktioniert. Ja. Und die haben wir mittlerweile in 4 verschiedenen Größen. Ne? Also für Leute, die ganz wenig fermentieren möchten, Einzelhaushalte von 1 Liter bis zu 5 Liter. Ne? Also auch einzeln mit natürlich solchen Sachen wie Extradeckel, zum Ersatz, Steine. Wir arbeiten generell mit Steinen, weil Steine ist für uns das Ursprüngliche, was immer funktioniert, was man immer verwenden kann, was natürlich auch eine Art von Energie mitbringt in Fermente. Ne? Deswegen Steine
Immer. Wir arbeiten mit jeglichen Steinen, auch selbst, halt, wenn wir fermentieren. Ja, sonst natürlich auch andere Arten von Zubehör, wie zum Beispiel Kombucha-Starter, ne? Kombucha-Essig auch, verschiedene Gläser, Flaschen, Trichter. Ja, alles, was man noch so braucht. Ja, das ist natürlich auch eine kleine Mini-Kollektion von fermentierten, also Tinkturen aus Heilpilzen. Da haben wir 3, also unsere Chaga-Tinktur, die auch letztendlich, ja, da wurden wir gefordert von unseren Kunden, weil die liebten unseren Kombucha-Chaga. Ja. Und sie sagten, Mensch, aber ich kann damit das nicht nehmen in den Urlaub. Wie könnt ihr nicht etwas herstellen, was easy ist, was keinen Kühlschrank braucht? Und Chaga tut so gut. Ja, ne? ja. Und dann haben wir gedacht, ey Mensch, was machen wir denn jetzt? Ne? Und Teza hat sich ausgedacht, Chaga-Tinktur. Ja. Ja, und dann kommen Leute jetzt sehr gerne und kaufen sich so 2, 3 Fläschchen und damit verreisen sie auch. Genau. Basierte, nicht auf Alkohol. Ja, ja. Ne? Und dann haben wir noch Birkenpolling und Schmetterlingstrameter, also Türketil-Tinktur, die natürlich auch für bestimmte Beschwerden auch stehen. Da beraten wir auch gerne. Und ich muss mit Erstaunen feststellen, dass sie echt gut ankommen. Ja, das hätte ich nicht so gedacht, dass die da so gerne gekauft werden. Ne? Natürlich limitiert, weil das haben wir zum ersten Mal gemacht. Ja, ja, wir sind selbst extreme Pilzeliebhaber und lieben einfach Pilze und kennen wir uns ziemlich gut aus. Ja. Also zurzeit haben wir 3. Noch. Aber vielleicht wird es mehr. Ja, vielleicht wird es noch mehr, genau.